Was, wenn ein Teil des Essener Doms nicht von Menschenhand dorthin gelangte? Was, wenn er von einer finsteren Macht getragen wurde? Willkommen auf dem Kanal Stein und Schatten. Ich bin Alex und ich erzähle dir fast vergessene Geschichten, die zwischen alten Gemäuern und der Stille unserer Vorfahren weiterleben. Ich erzähle von Menschen, deren Spuren beinahe verschwunden sind. Manche starben, andere verschwanden und hinterließen Legenden. Orte tragen Erinnerungen und wenn man genau hinhört, flüstern sie uns zu. Abonniere meinen Kanal, um keine meiner Reisen zu verpassen. Essen. Eine Stadt, die heute in das Summen ihrer Straßenbahn eingewoben ist, in die Reflexe der Schaufensterlichter, in das Fließen von Menschen, die zwischen Arbeit, Einkaufstüten und Haltestellen durchtreiben. Doch unter dieser Gegenwart liegt etwas Älteres, das man nur wahrnimmt, wenn man bereit ist, hinzuhören. Ein Essen aus feuchten Wegen, aus Balken, die im Wind knarrten, aus Rauch, der aus niedrigen Dächern stieg. Ein Essen, das um das Jahr 845 kaum 500 Menschen beheimatete. Ein Ort, der eher wie ein entferntes Echo wirkt, als wie der Vorläufer einer Großstadt. Und mitten in diesem heutigen Gewirr steht eine Kirche, die man im eiligen Treiben leicht übersehen kann. Der Essener Dom wirkt still und beinahe zurückhaltend, obwohl er zentral in der Innenstadt gelegen ist. Hinter seinen Mauern liegt eine Geschichte, die tiefer in die Erde reicht als die Schächte, die das Ruhrgebiet durchziehen. Eine Geschichte, die mit Zerstörung beginnt. Im Jahr 845 gründete Bischof Altfried hier einen Frauenstift. Es war kein abgelegener Ort des Rückzugs, sondern ein Zentrum von Einfluss. Die Frauen, die das Stift leiteten, entstammten den mächtigsten Familien ihrer Zeit, den Karolingern und später den Ottonen. Ihre Entscheidungen hatten Gewicht und ihre Stellung war von solcher Bedeutung, dass man sie heute fast unterschätzt. Die erste Kirche des Stifts war einfach, aus Holz und Stein, doch 946 brannte sie nieder. Ein einziger Funke genügte damals, um das Werk einer Generation auszulöschen. Kurz darauf begann der Wiederaufbau. Im 10. Jahrhundert errichtete man eine neue Kirche mit Krypta und mit einem Westbau, der bis heute der älteste erhaltene Teil ist. Einige dieser Mauern stehen noch. Überreste einer Epoche, die weit entfernt scheint und doch in diesem Raum greifbar bleibt. Aber Essen war immer ein Ort, der sich dem Feuer stellen musste. 1275 traf es die Kirche erneut. Sie wurde zerstört und aus ihrer Asche erhob sich ein gotischer Neubau, klarer, höher, anspruchsvoller. Es war die Münsterkirche des Essener Frauenstifts, das geistliche und politische Zentrum einer Gemeinschaft, die von Frauen regiert wurde. Und das über viele Jahrhunderte hinweg. Erst im Jahr 1958, als das Bistum Essen gegründet wurde, erhielt die Kirche den Rang einer Kathedrale. Seitdem kennt man sie als Essener Dom. Unter all diesen Schichten aus Stein und Geschichte liegt eine Erzählung, die nicht in Urkunden festgehalten wurde, sondern in Stimmen, die über Jahrhunderte hinweg weitergegeben wurden. Die Legende der Teufelssäule. Die Sage führt nach Rom. Äbtissin Mathilde soll dort während eines Besuchs eine antike Säule gesehen haben. Hellen, glatt geschliffenen römischen Marmor, der selbst nach Jahrhunderten eine fremde Präsenz auszuströmen schien.
Sie wollte diese Säule für ihre Kirche in Essen. Der Papst erfüllte ihr diesen Wunsch, doch niemand wusste, wie man solch ein großes Stück über die Alpen, über Flüsse und unwegsame Pfade bringen sollte. Die Aufgabe war schlicht zu groß. In dieser Ratlosigkeit, so erzählt es die Legende, sei ihr ein Fremder erschienen. Er bot ihr an, die Säule nach Essen zu tragen. Als Gegenleistung verlangte er ihre Seele. Mathilde erkannte, wer vor ihr stand, der Teufel selbst. Und dennoch wollte sie die Säule nicht aufgeben. Sie stellte ihm eine Bedingung. Die Säule müsse vor dem Ave-Läuten am Dreikönigstag in der Kirche stehen. Nur dann gehöre ihre Seele ihm. Sie reiste zurück nach Essen und wartete. Der Fremde hob die Säule an und begann seinen Weg. Die Sage beschreibt ihn Schritt für Schritt, wie er über Schnee und Stein ging, durch Kälte, über Fels, durch Nächte, die nicht enden wollten. Der Marmor schlug gegen Gestein und jedes Mal klang es, als würde die Last ihren Träger verspotten. Am Dreikönigstag erreichte er Essen. Er hatte kaum noch Zeit übrig. Er klopfte an das Tor der Münsterkirche. Aber niemand öffnete. Also wollte er sich mit der Säule über das Tor schwingen, um den Vertrag zu erfüllen. Doch bevor er sein Ziel erreichte, läutete das Ave. Früher als erwartet. Die Legende sagt, ein Engel habe die Glocke zum Klingen gebracht. Der Teufel begriff, was geschehen war. Im Zorn schleuderte er die Säule zu Boden. Der Riss, der sie bis heute durchzieht, soll aus diesem Moment stammen. Ob nun göttlicher Beistand oder eine List, Mathildes Seele war gerettet und der Teufel zog wütend von dannen. Was wahr ist und was erfunden, lässt sich nicht mehr trennen. Aber die Säule steht noch und sie trägt ihren Riss sichtbar vor sich her. Die Säule ist nur ein Teil des Schatzes, den diese Kirche birgt. Der bedeutendste ist die Goldene Madonna, geschaffen um 980 oder 990. Sie ist die älteste vollplastische Marienfigur nördlich der Alpen, ein Werk, das zugleich zart und überwältigend wirkt. Ihr goldener Mantel, das fein modellierte Kind auf ihrem Arm, die Art, wie sie im Licht zu schweben scheint, all das verleiht ihr eine Präsenz, die man schwer in Worte fasst. Unter dem Kirchenraum liegt die Krypta. Dort ruhen weitere Kostbarkeiten, Kreuze, Handschriften, Reliquiare, Objekte, die nicht nur kunstvoll sind, sondern über Jahrhunderte hinweg politische Bedeutung hatten. Sie machten Essen zu einem geistlichen Zentrum, dessen Einfluss weit über die Region hinausreichte. Heute kann man sich nicht unmittelbar vor die Teufelssäule stellen, zumindest nicht als Normalsterblicher. Man darf sie aber aus der Ferne begutachten. Und man sieht ein zusammengesetztes Bauwerk, einen antiken römischen Marmorschaft, ein ottonisches Kapitell und ein Sockel aus späterer Zeit. 3 Perioden eingefasst in einem einzigen Körper. Der Riss, der sich durch den Stein zieht, wirkt wie ein stiller Zeuge. Er verleiht der Säule eine Schwere, die vielleicht aus dem Material stammt, vielleicht aber auch aus der Geschichte, die man ihr zugeschrieben hat. Ob man nun darin eine Beschädigung sieht oder den Abdruck einer Legende, bleibt jedem selbst überlassen.
Essen war über Jahrhunderte ein Ort, der von Frauen geführt wurde. Eine Seltenheit in der europäischen Geschichte. Heute leben hier fast 600.000 Menschen. Die Stadt hat sich immer wieder verändert, wurde zerstört und neu aufgebaut. Sie hat Industriezeitalter, Kriegsjahre und Strukturwandel erlebt und sich jedes Mal neu erfunden. Und mittendrin steht der Dom. Er trägt die Schichten seiner Vergangenheit wie Ringe in altem Holz. Die Teufelssäule steht inmitten dieses Raumes. Still, gerissen, aber noch immer aufrecht. Ein Fragment aus einer Zeit, in der Legenden eine Form von Wahrheit waren. Lass gerne ein Abo und einen Kommentar da, wenn dir Geschichten wie diese gefallen.